Willkommen zu einer neuen Episode von Custom Scooter Creations. Und ich habe hier auf dem Open Day vom Rimini Lambretta Center wieder eine ganz spezielle Lambretta entdeckt, nämlich einen Zweizylinder Lambretta. Und der Besitzer, der steht hier neben mir und Luigi wird übersetzen. Bitte Luigi, bitte ihn doch mal sich kurz vorzustellen. Nome e cognome? Tonino Zanchini. Wo kommt er her? Da dove viene? A qui a Rimini. Rimini. Wir sehen sofort, was das Besondere an dem Roller ist. Oder das Schöne ist, man sieht es eigentlich nicht sofort, denn es ist eine Zweizylinder Lambretta. Wann wurde dieser Umbau gemacht? E in che anno è stato fatto il 1974 esattamente. 1974? 1974. Dieser Roller, der ist also so alt wie ich, aber er ist leider in einem viel besseren Zustand. Ich finde es unglaublich, dass damals vor 50 Jahren schon jemand diesen Umbau gemacht hat und wie er ihn gemacht hat und dass das Ding heute noch läuft. Denn wenn jetzt noch die Seitenhaufen hier drauf wären, würde man eigentlich kaum etwas sehen von dem Umbau. Kannst du Tonino bitten, dass er ein wenig zu der Geschichte des Rollers erzählt? Puoi raccontare un attimino la storia della Lambretta? Allora, io ne sono venuto a conoscenza di questa a fine anni. In die Ende 80er Jahre habe ich die Lambretta gefunden in einer Werkstatt, wo ich damals meine Ducati Panther zur Reparatur gebracht habe. Die Lambretta war nicht fertig, der war ohne Motor in einer Ecke gestanden. Ich habe natürlich nur Frage gestellt, was ist das für ein Roller und so weiter und so fort. Und den Roberto, der Mechaniker, sagte, dass der war ein Projekt, wo in seiner Jugend angefangen hat und nicht zu Ende gebracht hat. Kam ich 2 Monate später in die Werkstatt und der Roller war komplett gebaut. Und der Roberto sagte zu mir, komm, fahr eine Runde. Und da habe ich mich natürlich verliebt und mitgenommen. Und seitdem ist die Lambretta in meinem Besitz. Die ganze Geschichte ist, dass der Roberto wirklich jedes Teil selber gebaut hat oder selber gedreht. Die Kurbelwelle ist später gekommen, weil die erste Kurbelwelle war nicht so schön und funktionsfähig und deswegen hat er dann danach nochmal eine Kurbelwelle gebaut, das bis heute da drin steht. Genau, und die elektronische Zündung ist von Saki. Das ist die Geschichte von die Lambretta. Wie man sieht, ist das Ganze halt auch sehr schön untergebracht, denn man sieht eigentlich relativ wenig. Der Auspuff, der kommt hier ganz eng unter dem Motor hervor und vor allem diese Zweizylinder-Lösung ist auch etwas Besonderes, denn er hat 2 Stoßdämpfer. Er hat hier auch noch einen Stoßdämpfer untergebracht. Dadurch hat er eine zusätzliche Schwinge verbaut, an der auch noch mal ein zweiter Auspuff verbaut ist. Die beiden Auspuffanlagen sind sehr dezent, sehr klein, kommen die hier raus. Hier zur Seite ist das Lüfterrad versetzt und ja, wie das dann mit der Schräglagefreiheit aussieht, das weiß ich gar nicht, aber das frage ich ihn jetzt nochmal. Tonino, wie ist es, diese Lambretta zu fahren? Hat man genug Schräglagefreiheit? Hat die viel Kraft? Macht es Spaß damit zu fahren? Come si comporta la Lambretta sotto guida, nelle curve? Fantastiche. È da provare. Fantastiche. Da avere, sì. Può provare, riesco. Sì. Riesco a toccare sopra propria. Sì, ma adesso vuol fare il giro qui, non c'è problema. Okay, bitte. Wie viele dieser Lambrettas gibt es? Ist das ein absolutes Einzelstück oder wurde davon eine kleine Serie hergestellt? Ce ne sono altri uguali, identici oppure è un... No. È un... No, das ist eine Einzelstück. Nome di chi l'ha costruita? Roberto Baffoni. Roberto Baffoni ist diejenige, Der Erbauer. Der Bauer, genau. Okay. Wir sehen auch einige technische Feinheiten, die sehr schön sind, noch zusätzlich an dem Roller. Denn ich darf mal hier eins zeigen. Das ist ja eine Lambretta GP als Basis genommen oder DL in Italien. Es war das erste Zweirad überhaupt, was serienmäßig eine Scheibenbremse verbaut hat. Aber eine mechanisch angelenkte Scheibenbremse, nämlich hier mit einem Bautenzug. Ursprünglich kommt der Bautenzug allerdings von der anderen Seite. Man hat ihn andersrum verbaut, das heißt, die Hülle drückt im Prinzip auf den Hebel und das soll ein bisschen das Hebelverhältnis verbessern. Und so wurden hier mehrere Kleinigkeiten umgesetzt, um halt auch das gesamte Fahrverhalten zu verbessern. Sehr interessant auch der typische Farbklecks für die Lambretta DL. Da hat er einfach 2 hingemacht als Symbol dafür, dass er 2 Zylinder hat. Oh, und was ich auch noch sehe, eine SIP-Felge hat er verbaut. Die gab es zwar 1974 noch nicht, ist aber fährt sehr gut und sicher. Tonino, Prego. can we hear it? La possiamo accendere? Certo.
liebe diesen Zweizylinder-Sound. Ja. Der hat natürlich im Standgas hat er noch ein sehr pures Peng dabei aus beiden Zylindern. Dann obenrum wird das zu so einem richtig schönen glatten Sound. Und ich finde es erstaunlich, wie eine so aufwendige Konstruktion, die jemand selber sich vor 50 Jahren ausgedacht hat mit den Zweizylindern, heute noch funktioniert. Also der läuft wirklich schön, der Roller, das ist wirklich super. Ich liebe dieses Ding. Lambretta Zweizylinder, alter Traum von mir. 74 auch noch mein Baujahr. Für mich der perfekte Roller. Vielen Dank an Tonino für seine Zeit. Das war wirklich sehr nett, dass er uns den Roller vorgestellt hat. Se la vuoi provare, provala, eh. Okay, Vai, vai. provare. Ja, provare. Ich darf schon. Also das fährt echt gut. Ja? Für einen Roller, der 1974 gebaut wurde und getunt wurde, ist das Wahnsinn. Das Ding hat auch Kraft. Ja? Das ist nicht so, dass das jetzt einfach nur schön ist, weil es 2 Zylinder hat, sondern das hat auch noch Kraft und fährt schön. Tonino, das macht Wahnsinn Spaß, das zu fahren. Tonino, mille grazie. Und ihr, wenn es euch gefallen hat, bitte nicht vergessen zu unterschreiben. Nein, weiß es. Die Bimmel zu drücken, je nachdem, was ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.